Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen XXL Twix-Riegel. Als erstes bereiten wir wie gewohnt die Backform vor. Wie schon beim Duplo wieder eine stabile Kunststoffplatte in der Backform platzieren, sodass am Boden der Form eine Rundung entsteht. Dann mit etwas Öl einfetten und schließlich mit Frischhaltefolie auslegen. Für das Karamell 200 Gramm Zucker, 130 Gramm Traubenzucker, 75 Milliliter Wasser und 200 Milliliter Sahne in einen großen Topf geben, bei mittlerer Hitze erwärmen, dabei ständig verrühren und so lange weiter rühren, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat und die Zuckermischung anfängt zu köcheln. Sobald es köchelt, aufhören zu rühren und das Karamell bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Währenddessen immer mal wieder mit einem Zuckerthermometer die Temperatur kontrollieren und sobald wir eine Temperatur von 120 Grad erreicht haben, ist das Karamell fertig und wir können den Topf vom Herd ziehen. Zum Schluss noch 25 Gramm Butter dazugeben und durch einfaches Hin- und Herschwenken des Topfes daran schmelzen lassen. Sobald die Butter komplett geschmolzen ist, das heiße Karamell in die vorbereitete Backform gießen und danach zunächst bei Raumtemperatur und anschließend im Kühlschrank komplett auskühlen lassen. Weiter geht's mit der Keksschicht, dafür 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker, 125 Gramm kalte Butter, ein Ei, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz in eine Rührschüssel geben. Mit den Händen vermengen bzw. verkneten, bis daraus ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Sollte der Teig etwas zu klebrig sein, könnt ihr einfach noch etwas Mehl dazugeben, so 15 bis 20 Gramm, je nachdem wie groß das Ei ist, kann das schon mal passieren. Dann weiter kneten, bis ihr einen glatten Teig erhaltet und den fertigen Teig danach in eine mit Backpapier ausgelegte Backform geben und gleichmäßig dick am Boden der Form andrücken. Um das Ganze abschließend auf der Oberfläche zu begradigen, könnt ihr einfach so einen Tortenheber benutzen und danach die Backform in den vorgeheizten Backofen geben, bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 40 Minuten. Den fertigen Keks komplett auskühlen lassen und sobald der Keks und das Karamell komplett abgekühlt sind, die Ränder der Keksschicht mit einem Messer auf die Breite des Karamells zurechtschneiden. In meinem Fall waren das 7,5 cm. Dann ein Backpapier auslegen, außerdem 150 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, etwa 125 Gramm davon auf das Backpapier gießen, mit einem Löffel auf die Größe des Kekses verstreichen, den Keks anschließend darauf andrücken und die restlichen 25 Gramm auf den Keks gießen und jetzt den Karamellblock darauf ankleben. Die Frischhaltefolie entfernen und die Schokolade jetzt erstmal aushärten lassen. Sobald die Schokolade fest ist, mit einem Messer am unteren Rand entlang schneiden, die überschüssige Schokolade entfernen und außerdem mit den Fingern das Karamell an den Seiten etwas verformen und glatt streichen, sodass zwischen Keks und Karamell ein gleichmäßiger Übergang herrscht. Als nächstes erneut ein Backpapier auf die Arbeitsplatte legen, mittig 2 gleich große Tassen darauf platzieren, dann vorsichtig das Twix auf die Tassen setzen und jetzt mit 300 Gramm geschmolzener Vollmilchschokolade übergießen. Für das typische Twix-Muster auf der Oberfläche brauchen wir jetzt einen Föhn, außerdem einen Streifen Klebeband, den Föhn damit so abkleben, dass die Luft nur noch durch einen kleinen Schlitz entweichen kann und anschließend den Schokoriegel von vorne nach hinten föhnen, bis sich auf der Oberfläche die typischen Streifen bilden. Wenn das erledigt ist, müssen wir zum Schluss nur noch die Schokoladenspitzen am unteren Rand mit einem Messer entfernen und das Twix komplett aushärten lassen.
So sieht das fertige Twix dann aus. Das Original habe ich mal daneben gelegt. Hier nochmal angeschnitten. Ebenfalls das Original daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.